Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was ich heute weitergeben darf. Wir haben den Ring. Wir haben hier eine gewisse Verbundenheit. Es könnte jetzt heute ganz speziell sogar zu einem Ahnen sein, zu einem Mensch aus der Vergangenheit, zu einer Person, die irgendwie mitbringt, dass wir an ihr hochgucken. Möglicherweise ist es auch ein Vaterthema, das sich zeigt. Möglicherweise ist es eine Sache, die man mit einem Vermieter hat. Ein Mensch, der einen neuen Mietvertrag für uns hat, der Verträge im Bereich Haus, Häuslichkeit mitbringt. Es kann ja auch eine klassische Wiederholung von irgendetwas sein aus der Vergangenheit. Ihr kennt das alle, ne? Andere Köpfe, andere Zeit, gleiches Szenario. Es geht vielleicht hier auch um Herausforderungen, die man mit der Verbindung und dem Umfeld hat, mit der Verbindlichkeit. Es zeigt sich etwas, was sich in der Vergangenheit schon gut und glücklich gewunden hat. Ja, und das ist jetzt prima. Mit der Maus haben wir nämlich, dass wir einen Zyklus beenden, eine schwierige Zeit, eine Sache, wo wir uns im Hamsterrad befunden haben und das sich auf das ganze Umfeld mit ausgewirkt hat. Und die Maus beendet hier, was nicht mehr dienlich ist, oder löst auch so Verträge auf oder so Sachen. Ihr kennt das alle, Versprechen, die man in der Vergangenheit mal gegeben hat. Es kann eine Situation sein, da geht es um das Gegenüber oder auch sehr viel um die männliche Ahnenlinie. Manche Leute oder ich selbst auch habe oft diese Einblicke, dass ich merke, was sich bei mir gerade wiederholt, was ich aus meinem Elternhaus kenne. Auch Beziehungsdynamiken, sowas alles. Themen, die man mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Hier macht man eventuell auch Platz für einen neuen Partner, sorgt für Harmonie. Wir haben das Prinzip, also wir haben wirklich stark die männliche Linie hier liegen. Wir haben so diese Werte, die jeder hat. Treue, Freundschaft, Loyalität, Verrat. Es gibt auch immer so gewisse Stänkerer, die Unfrieden mitbringen. Es kann jetzt hier aus dem Umfeld auch einen Freund betreffen, möglicherweise auch Arbeitskollegen. Man sieht einfach, dass sich eine Gebundenheit, die sich über Jahre eingeschlichen hat und viele Verpflichtungen auch mitgebracht hat, beendet. Ja. Hier ist ein rascher Dreh, eine schnelle Wende, eine Situation, die minimiert wird, vielleicht auch ein Aufwand,
Es können für einige auch Umbrüche im häuslichen Bereich sein. Ne? Gebäude von Eltern, von euren Kindern, Wohnungen, Immobilien, sowas alles, dass sich da etwas auflöst. Die Energie ist schnell, vielleicht auch überrumpelnd, aber am Ende nagt sie auch oder haut sie auf jeden Fall auch das Gefühl des Mangels weg. Ne? Also es ist eine Befreiung für alle. Die Sense ist am Ende auch tatsächlich die Ernte, die man in irgendeinem Bereich hat. Es kann auch durch eine spezielle Lektion sein, ne, die man hier kriegt. Was auch sein kann, ist, dass man sich zum Beispiel, also dass Personen wieder auftauchen aus der Vergangenheit und man hat jetzt die Situation, dass man einen endgültigen Schlussstrich ziehen kann. Ja, hier ist die Liebe mit dabei. Es betrifft natürlich auch die Erfüllung in Liebesangelegenheiten. Hier können Menschen kommen, sieht man auch, die ins Partnerschaftssystem mit einwirken. Oder aber auch tatsächlich Menschen aus der Vergangenheit. Und dann ist man so in diesem Zwang drin. Mache ich Dinge wieder gleich oder kümmere ich mich einfach mal nur um mein Ding, um meine Freiheit, um meine Selbstzufriedenheit? Wo muss ich mein Revier mehr pflegen, anstatt das der anderen auch? Für einige kann auch das Thema tatsächlich sein, dass eine neue Liebe sich ankündigt oder dass man Frieden findet in Liebesangelegenheiten. Ja, Frieden finden, das hatten wir hier. Möglicherweise sind da auch so Seelenpartner-Sachen, wo man eine starke Verbindung hin hat, wo man nie so richtig die Schnüre oder die Tür richtig zugemacht hat. Es ist jedenfalls ein Zwiespalt auch zwischen, bin ich mit dem zufrieden, was ich habe, wo bin ich bereit, Schnitte zu machen. Und tatsächlich sieht man auch für ein oder anderen schicksalshafte Partner, die eine Phase ablösen, ja, in der man sehr stark noch verarbeitet und verdaut hat. Ne? Spannend. Oh je, das sind mir zu viele. Ich ziehe eine. Kommunikation ist wichtig und der Schutz ist ja auch da. Möglicherweise darf man hier auch drauf gucken, dass man seine eigenen Grenzen mehr wahrt, dass man sich und seine Sachen schützt. Wir haben zweimal Element Erde, kann natürlich die Sternzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau auch betreffen. Und möglicherweise gibt uns das auch das Ding, dass wir beständig an was dranbleiben und mal etwas durchboxen auch. Ihr Lieben, ich wünsche euch heute eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis morgen.